Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer interessanten Frage, die mich und auch andere schon beschäftigt hat, seitdem Jester einen kleinen Crit-Rate-Nerf bekommen hat. Und zwar ist es so, dass bei dem Skill Critical Stab, der so auch mit hauptverantwortlich dafür ist, dass Harlequin, aka Jester, also falls ich Jester sage, ich meine eigentlich Harlequin, heute geht es um Harlequin, wenn wir ganz genau sind, ob es denn überhaupt noch möglich ist, auf maximale Crit-Rate zu kommen und wenn ja, was braucht man dafür, wie heftig muss mein Equipment dafür sein, etc. Und ich habe es mal ein bisschen durchgerechnet, auch mit relativ realistischen Werten, wie ich persönlich finde, also nicht alles auf Max-Roll beziehungsweise entsprechend auch Alternativen aufgezeigt und zwar komplett ohne Power-Ups. Also ihr wisst ja, ich persönlich bin kein Fan davon, mit Power-Ups zu arbeiten. Also ich habe gerne meine ganzen Stats wirklich als Basis, sodass die Power-Ups immer nur die Ergänzung sind. Oder wenn halt Debuffs oder sonst was mit reinwirken noch. Aber ich habe grundsätzlich gerne meine ganzen Werte einfach als Basis, damit ich nicht auf Power-Ups angewiesen bin, wenn es um Werte wie Crit-Rate und Magiebeschleunigung geht. Ansonsten bin ich Fan von Power-Ups, keine Frage. Aber was so Basiswerte angeht, die hätte ich gerne bitte immer und nicht nur, wenn ich mir dann einen Potion reinknatter, der so und so viele Millionen Penya pro Stunde oder pro halbe Stunde kostet. Jedenfalls wurde Critical Stab eben überarbeitet. Die maximale Penalty beträgt hier laut Beschreibung 82,5% minus Crit-Rate. Das hört sich gewaltig an, weil es auch gewaltig ist. Es stimmt aber nicht, es sind nicht minus 82,5%. In dieser Alternative, by the way, es gibt auch noch andere Masteries, über die können wir am Ende noch reden. Aber es geht einfach darum, ist es denn mit diesem möglich, mit diesem heftigen Debuff immer noch auf 100 Crit-Rate zu kommen? Warum es aber nicht minus 82,5 sind, ist wegen der Synergie. Ihr habt da bestimmt schon in anderen Videos, vor allem in den Patch-Notes, immer mal wieder Synergie gelesen. Die Synergie ist hier dieser grüne Text und hier steht zum Beispiel Special Yo-Yo Mastery, kritische Trefferskalierung pro Level plus 5. Ja, also ich muss sagen, ich finde diese Synergien sehr seltsam, sehr spanisch ausgedrückt, um ganz ehrlich zu sein. Letztendlich hier blanko heißt das einfach für uns, statt 82,5 minus Crit-Rate bekommen wir tatsächlich nur minus 72,5. Also steht minus 82,5 plus 10 und diese plus 10 sind eben diese Energie, sage ich schon, diese Synergie von Special Yo-Yo Mastery. Trotzdem, minus 72,5 Crit-Rate ist immer noch ein gewaltiger Debuff und diese gilt es dann irgendwie auszugleichen. Ihr seht gerade, mein Jester hat gerade 0% Crit-Rate. Das ist also offensichtlich ein Problem. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gebufft, ich habe auch kein Critical Swing aktiv, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass das ein Problem darstellt. Und um den Ganzen auf den Grund zu gehen, wie gesagt, habe ich das mal durchgerechnet. Und keine Sorge, ihr werdet jetzt gleich sehen, Moment mal, das sind doch maximale Werte, das ist doch voll unrealistisch. Kommen wir gleich am Ende noch zu, warum man das gar nicht braucht. Also, hier steht jetzt die Frage, die ursprüngliche Fragestellung war, vor Monaten, Jester 100% Crit-Rate mit maximalem Damage, ist das überhaupt möglich? Und mit Jester, wie gesagt, ist natürlich Harlequin gemeint, das habe ich sogar hier Jester geschrieben. Das heißt, wie wir gerade gesehen haben, wir haben jetzt einen komplett nackten Charakter, das heißt, der aktiviert seine ganzen Skills, oder sagen wir, der aktiviert jetzt vor allem den Skill mit dem Debuff. Und das heißt, wir starten mit minus 72,5. Wenn wir das Quostrend-Set tragen, das ist das aktuelle 1v1 Harlequin-Set, das gibt 30% Crit-Rate, dann sind wir noch bei minus 42,5. Lustigerweise, ein Dementia Max Crit-Rate-Roll ist 32,5. Ja, und der maximale Ulti-Roll bei einem Jojo ist 10 Crit-Rate. Zusammen ergibt das lustigerweise 42,5. Das heißt, genau dann sind wir bei 0, wenn du den maximalen Crit-Rate Base Roll und Ulti Roll hättest. Wie gesagt, das ist sehr unrealistisch, das wird so gut wie niemand jemals haben. Braucht man aber auch nicht. Aber theoretisch kann man es haben und dann wäre man hier bei genau 0 Crit-Rate. Dann kommen wir, sage ich mal, zu den Basiswerten. 15 Decks hat jeder Charakter. Beim Jester bedeutet das schon 4 Crit-Rate, weil 10 Decks ergeben 4 Crit-Rate beim Jester. Dann haben wir noch 40 Decks von Cannonball. Und dann haben wir noch von einem Set plus 10. Ich meine, davon geht man aus, wenn es hier um maximalen Schaden und so weiter gehen soll. Dann ist noch alles Sets plus 8, ergibt 63 Decks. Und 63 Decks entspricht wiederum 24 Crit-Rate. 6 mal 4. Also im Endeffekt immer die Zahl, die vorne steht bei Decks. Der 10er, der ist entscheidend.
Also 59 wäre 20 Crit-Rate und 60 ist 24 Crit-Rate. Da wir 63 Decks insgesamt haben, haben wir 24. 24 und dann noch 10% Crit-Rate durch das Champion-Schmuckset als Set-Effekt, wenn man das fünfteilig trägt, sind wir schon bei 34. Dann habe ich hier realistisch, wie ich finde, 5 mal 2%, der maximale Wert ist 3%, also ich habe extra schon nur 2% genommen, weil 3% ist sehr unrealistisch. 10% Crit-Rate durch BOD-Slots, also durch 5 mal 2% Crit-Rate dazu gezählt. Dann sind wir hier mit 44 nach Crit-Rate von Schmuck, der Basis, also Buffs plus halt Decks, einfach was man so bekommt, und BOD. Dann haben wir noch Critical Swing. Critical Swing ist dann nochmal plus 40, dann sind wir schon bei 84. Und dann fehlt uns ja gar nicht mehr so viel. Dann kann man noch sehr viel Decks bekommen durch Sachen wie Stat Scrolls und einfach einen Dex Cloak statt einem STR Cloak oder statt einem Star Sign Cloak zu tragen. Und ich sag mal so 8. Also man muss sich immer vor Augen halten, wie viel ist STR wert, wie viel ist Crit-Rate wert. Ich bin der Meinung, grundsätzlich immer auf Crit-Rate gehen. Und Crit-Rate beim Jester heißt halt theoretisch auch Decks. Wir könnten auch statten, by the way, aber ich wollte jetzt hier auf jeden Fall einen Full STR Jester als Basiswert nehmen. Jedenfalls kann man da halt viel mit Decks einfach machen. Also wir können uns hier tatsächlich insgesamt 12% Crit-Rate holen, indem wir einfach nur einen 8-Dex-Cloak tragen und 4 mal Decks auf alle unsere Sachen ballern, wie Waffe, Helm, Rüstung, Gowns und Boots. Das ergibt insgesamt 28 Decks, also 5 mal 4 Decks durch die Stat-Scrolls, hat eine 1% Chance. Stat-Scrolls sind aber nicht besonders teuer, man kriegt sie jeden Monat aus dem Battle Pass gratis. Also die kann man sich... Also es gibt sehr viele Leute, die alles plus 4 gestattet haben. Sogar ich. Also es ist wirklich nicht besonders schwierig, ehrlich gesagt. Eine der günstigeren Sachen, wenn es im Endgame um perfektes Equipment geht. Und eben die 8 Decks von dem Cloak. Dann kommen wir hier auf die 63 Basis gerechnet. Also 63 Basis plus 28, die wir uns jetzt hier dazugeholt haben. Kommen wir auf 91 Decks. Und das bedeutet 70 gehittet, 80 gehittet, 90 gehittet von Decks. Das heißt 3 mal 4% Crit-Rate, also plus 12. Und das heißt, hier sind wir jetzt schon bei 96 Crit-Rate. Und wir haben noch kein einziges Power-Up benutzt. Und darum geht es im Endeffekt. Keine Power-Ups dafür brauchen zu müssen. Man kann sie natürlich benutzen und hier und da dann auf gewisse Sachen auch wieder verzichten. Was für maximalen Schaden dann wieder relevant wäre, weil natürlich, wenn ich mir hier ein paar Decks spare oder wenn ich hier dann doch lieber auf Crit-Damage gehe, aktiviere ich einfach einen 10 Crit-Potion, habe die gleiche Crit-Rate und habe da aber mehr Schaden. Keine Frage. Aber es ging jetzt um die Frage, geht's überhaupt? Und dann das Letzte, was man extrem krass steuern kann, was dann aber auch extrem krass ins Geld gehen würde. Und zwar, 96 ist nicht 100, das ist schon mal das Erste, das ist richtig. Und es fehlt noch was. Wie kann man diese fehlenden Crit-Rate dann bekommen? Wie gesagt, ohne Power-Ups. Mit Ultimate Gems, also mit Ultimate Juwelen, die man in die Waffe ballert. Wenn eine Waffe Ultimate plus 10 ist, hat man 10 Slots frei. Ich habe jetzt hier extra 2 Slots belegt durch ATK und Death-Rune. Also jeder Damage-Dealer, jeder High-End-Charakter im PvE will eine ATK und Death-Rune haben. Die anderen Runen sind relativ irrelevant für PvE-Spieler, also die will man eigentlich nicht unbedingt haben. Das heißt, der ideale Damage-Dealer oder der ideal ausgerüstete PvE-Charakter hat ATK Death-Rune und dann noch 8 freie Slots, die er beliebig belegen kann. Und ein Damage-Dealer hat dann natürlich wieder Schaden vor Augen. Die 3 Schadenswerte beim Jester sind STR, ATK und eben Dex, weil Dex halt wieder Crit-Rate bringt. Und das heißt, man hat theoretisch 8 freie Slots. Diese 8 freien Slots könnte man mit 8 mal Dex belegen. Der maximale Gem, den man reintun kann, hat 10 Dex. Also 8 mal 10 wäre das absolute Maximum. Ist aber nicht sehr realistisch. Also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendein 10er Gem aktuell existiert. Das höchste, was ich jemals gesehen habe, war tatsächlich 7. Ich weiß nicht, ob was Höheres als 7 existiert. Wahrscheinlich schon. Aber unsagbar teuer. Und ehrlich gesagt auch Geldverschwendung. Weil diese Werte, die man in die Gems, von den Gems bekommen kann, wie gesagt, Dex, ATK, HP, Def und so weiter, und das alles als Flat-Werte oder als niedrige Stat-Werte, ist jetzt alles nicht so gewaltig, dass es im PvE-Bereich diese Kosten rechtfertigen würde. Was man aber tatsächlich relativ leicht bekommt, sind 5er-Juwelen. Die kann man relativ günstig kaufen oder auch craften. Und man bekommt sie tatsächlich auch durch Level Reach bzw. Quest-Belohnungen in Kowloon. Also die kriegt man hier und da auch tatsächlich vom Spiel geschenkt einfach. Kann man von anderen Spielern kaufen, die sie geschenkt bekommen haben. Mit Jewel Tweezer, seelengebunden, auch kein Problem.
Also die sind relativ leicht zu bekommen, relativ günstig. Und wenn man 8x5 Decks rechnet, das ist zwar auch wieder eher unrealistisch theoretisch, weil die Wahrscheinlichkeit mit jedem weiteren gleichen Gem, also 8x Decks zu benutzen, ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Kommen wir aber auch gleich zu, dass wir es ja gar nicht brauchen. Aber theoretisch ist es eher realistisch als 80 Decks. Also wenn wir mit 40 Decks rechnen, haben wir 91 Decks von unserer vorigen Rechnung, nochmal plus 40. Und das ergibt nochmal 20 Crit-Rate, weil wir knacken die 100 Decks, wir knacken die 110, die 120 und die 130. Und jetzt merke ich gerade, dass ich mich verrechnet habe. Es sind nicht 20 Crit-Rate, es sind nur 16. Sorry. Okay, ich bin es mehrmals durchgegangen. Das habe ich tatsächlich übersehen. Aber ist egal, weil wir brauchen das nicht. Also jetzt kommen wir auf 112 Crit-Rate und haben einen Überschuss von 16 Crit-Rate. Ne, genau, das muss jetzt auch ändern. Jetzt dachte ich gerade, jetzt habe ich komplett einen Schuss drinnen. Wir haben einen Überschuss von 12 Crit-Rate. Und das alles ohne Power-Ups nochmal zur Wiederholung. Das heißt, die Frage ist eigentlich auf jeden Fall mit einem Ja zu beantworten. Ein Jester kommt nach wie vor zwar mit deutlich höherem Aufwand als vorher. Vorher musste Jester eigentlich überhaupt nichts tun, um auf 100 Crit-Rate zu kommen. Jetzt mit der höchsten Crit-Rate-Penalty muss man tatsächlich doch einiges tun, beziehungsweise sich das auf jeden Fall ein bisschen durchrechnen, überlegen, wie man sich die Crit-Rate holt. Wie gesagt, für den maximalen Schaden ist das jetzt auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Für den maximalen Schaden würdest du immer gucken, dass du einen Crit-Rate Potion aktivierst und eine 20er Dex Flask. 20er Dex Flask gibt ja mindestens 20 Decks. Das heißt 8% Crit-Rate und der Crit-Rate Potion gibt 10. Das sind 18% Crit-Rate. Das heißt, du würdest wahrscheinlich deine BODs nicht mit Crit-Rate machen und du würdest halt hier auf jeden Fall keine Max-Rolls bekommen. Ich würde zwar trotzdem auf Crit-Rate wahrscheinlich rollen, weil man hat ja mittlerweile 4 Rolls. Das heißt, du hättest dann PvE-Schaden, Angriffskraft, Crit-Schaden, Lebensentzug und Crit-Rate als mögliche. Und die wenigsten sind so verrückt, dass sie jetzt wirklich zwingend auf Max PvE, Max Angriffskraft, Max Lebensentzug etc. rollen würden. Also du würdest wahrscheinlich dann auch einfach Crit-Rate und Lebensentzug lassen oder Crit-Rate PvE, Lebensentzug, Lebensentzug Angriffskraft, wie auch immer. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Also man kann da auf jeden Fall einiges drehen, wie man das möchte. Aber wie gesagt, die Frage war halt eigentlich das Ganze eben ohne Power-Ups oder meine Challenge war quasi das Ganze auch ohne Power-Ups zu schaffen. Und das ist definitiv möglich, aber durchaus kostspielig. Aber man braucht kein perfektes Equipment dafür tatsächlich. Viele von den Sachen hier, ich meine, wir haben einen 12% Crit-Rate Überschuss, kann man also theoretisch entweder schlechter haben, weglassen oder die Anforderung ist ein bisschen niedriger. Natürlich ist 12% Crit-Rate jetzt auch nicht die Welt, aber da ja viele von euch, das weiß ich, auch gerne Power-Ups benutzen, und da nicht so, sag ich mal, geizig sind wie ich, hat man ja theoretisch diesen 12 Crit-Rate Überschuss laut meiner Rechnung. Und dann hast du nochmal diese 18 Crit-Rate durch Dex Flask und durch den Potion. Und das heißt insgesamt dann 30% Crit-Rate, die du irgendwo anders nochmal abziehen kannst. Und rein theoretisch hätte man natürlich auch noch die Möglichkeit, ein Crit-Rate-Pad zu benutzen. Auch das ist theoretisch eine Möglichkeit. Dann könnte man sich fast alles hiervon schenken eigentlich. Bis auf Set-Waffe. Ich meine, die Waffe soll natürlich auf jeden Fall einen guten Base-Crit-Rate-Roll haben. Ob sie dann einen Ulti-Roll braucht mit Crit-Rate-Pad, wahrscheinlich sogar nicht. Dann könnte man sich noch viel mehr davon sparen. Aber das ist halt auch wieder die Frage, will man ein Crit-Rate-Pad benutzen oder ein Crit-Damage-Pad? Ehrlich gesagt, Crit-Rate-Pad hat einen besseren Grace, also eigentlich würde man wahrscheinlich echt das Crit-Rate-Pad benutzen wollen. Aber ihr seht schon, dann wird es ganz schön komplex. Also es gibt auf jeden Fall verschiedenste Methoden hier drauf zu kommen. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, das hat jetzt tatsächlich auch Spaß gemacht, sich das mal so zu überlegen, weil es einfach die Möglichkeiten aufzeigt, die wir, ich meine, ich kann es ja noch dazu schreiben hier, Crit-Rate-Pad, 20er Dex Flask und 10er Crit Potion. Das zeigt halt nochmal, wie viele Möglichkeiten man hat, jetzt hier alles nochmal komplett über den Haufen zu werfen und ganz anders zu machen. Und diese Möglichkeiten sind größtenteils auch relativ neu. Also das mit den Gems ist neu. Also nicht ganz neu, wir hatten es jetzt schon länger. Aber die meisten haben es nicht wirklich verwendet, weil Gemcraften war irgendwie Schwachsinn.
sie zu kaufen war Schwachsinn oder außer man hat sie seelengebunden von jemandem gekauft, der sie gratis bekommen hat oder so. Also es war schon vorhanden, aber die meisten haben es ignoriert. Auch Ultimate Waffen plus 5 waren Schwachsinn. Also all diese Dinge waren bis vor kurzem schon noch eher Neuland für viele. Blessing of the Demon war bis vor kurzem noch nahezu unmöglich. Das hat kaum jemand gemacht, dass er da tausende Blessings benutzt hat. Also vieles ist doch relativ neu dazugekommen. Und ich finde, das ist echt ganz cool, dass man so unfassbar viele Möglichkeiten hat. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, okay, ich will aber ein Crit-Rate-Pad, dann müsstest du die gesamte Rechnung nochmal durchgehen mit anderen Werten und so weiter. Oder du sagst, nein, ich werde immer alle Power-Ups aktiv haben, berechne das mit ein und dann ändert sich alles. Dann musst du alles nochmal durchgehen und gucken, okay, wie komme ich auf 100 Crit-Rate und kann aber wieder mehr Damage dazu nehmen, mehr Crit-Damage, mehr STR etc. Und das ist schon ziemlich spannend. Und erklärt auch, warum sie diesen zusätzlichen, falsches Fenster, erklärt auch, warum sie bei Critical Stab diesen zusätzlichen Crit-Rate oder diese zusätzliche Penalty hinzugefügt haben, diese Strafe, weil das waren vorher nämlich nur 60%. Ist offensichtlich, warum sie das hinzugefügt haben, weil sie einfach wollten, dass man da halt schon ein bisschen struggelt, weil wenn das immer noch nur Crit-Rate minus 60 wäre, wie zum Beispiel bei den anderen beiden Alternativen, hier hast du minus 60 und hier hast du sogar, ich weiß nicht ganz genau, wie viel es ist, ich glaube minus 47,5 oder so. Pro Level minus 2,5 müsste dann 47,5 sein. Da hast du sogar noch, da hast du weniger Probleme damit. Aber du kannst auch wirklich die 75 Crit-Damage nehmen und du kannst das immer noch hinbekommen. Und das muss der Grund sein, warum sie es gemacht haben, weil sie selber erkannt haben, Moment mal, minus 60 Crit-Rate ist doch relativ einfach zu haushalten. Das kann man locker schaffen. Dafür haben wir mittlerweile so viele Module im Spiel, mit denen du Crit-Rate bekommen kannst, vor allem als Jester wegen Dex, weil der so eine unfassbar gute Dex-Verwertung hat, was Crit-Rate angeht, dass das einfach möglich ist und ich glaube, dass sie es deswegen gemacht haben. Und ich sage jetzt die ganze Zeit schon wieder Jester, wir reden ja eigentlich von Harlequin. Das finde ich super spannend und ich werde das jetzt natürlich nicht für jede Klasse machen. Ich meine, Jester, Harlequin ist eigentlich auch die einzige Klasse, die so eine Penalty hat. Aber ja, wie gesagt, ist super spannend und soll für euch im Endeffekt der Anreiz sein, dass man da einfach guckt, was für Möglichkeiten man hat. Und man hat mittlerweile eben recht viele und kann da echt viel rausholen. Genau, und das war eben das, was ich heute mit diesem Video bezwecken wollte. Dass die Antwort jetzt zu spät kam, tut mir leid, ich weiß nicht mal mehr, wie wir darauf gekommen sind, ehrlich gesagt. Irgendjemand hat irgendeine Frage zu Harlequin gehabt. Wie gesagt, das ist 2 Monate her oder so. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen. Und falls ich doch einen Fehler gemacht habe, weist mich gerne darauf hin. Aber wie gesagt, es ging jetzt ja gar nicht darum, hier irgendwie die perfekte Methode oder so aufzuzeigen, sondern einfach nur mehr, was für Möglichkeiten man eigentlich hat, das Ganze mal durchzurechnen. Und wie schon gesagt, also es gibt ungefähr 50 verschiedene Wege wahrscheinlich, wie ein Jester auf 100 Crit-Rate kommen kann. Eben wie gesagt, mit den Power-Ups und Crit-Rate-Pad noch hast du so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, dass da auf jeden Fall jeder schaffen sollte, zumindest wenn er ein Dementia benutzt. Auch PvE-Set wäre natürlich das nächste. Aber ich will ein PvE-Set benutzen. Gut, ich meine, wenn du ein PvE-Set benutzen willst, wirst du wahrscheinlich zwingend auf Power-Ups und Crit-Rate-Pad umsteigen müssen. Aber all diese Sachen sind tatsächlich möglich. Danke euch fürs Zuschauen, lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da, schaut auch gerne im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und wir sehen uns bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.